Ravenscourt, Parabole und ihr Spiel speichert automatisch. Präsentieren Kona 2 Brume. Ja, das ist der zweite Teil. Ich habe den ersten Mal gespielt, mir das noch mal angeguckt, um mich daran zu erinnern, was ich gemacht habe, aber der Ton war so mittelgut. Deswegen werde ich es auch nicht verlinken irgendwo. Ja, 102 Brume. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was im ersten Teil passiert ist. Ich weiß nicht mal, was im zweiten Teil geschehen könnte. Denn ich habe das irgendwie noch nirgends irgendwie gesehen. Ich weiß nur, ich kann E drücken, um loszulegen. Aber ich finde den Anfang so geil. Die Musik, die Fahrt nach vorne, die ewig geht übrigens. Glaube ich. Egal. Ich drücke auf E. Sage Spielen und habe ich hier 5 Möglichkeiten, ein neues Spiel zu machen. Schönes Bild. Spiele hier ein gespanntes Spielerlebnis wünschen. Sind nicht PS oder aktive Kontrolle des körperlichen Zustands des Spiels. Das ist nicht erforderlich. Oh Gott, ich werde hungern. Egal. Abenteurer. Ausgeglichen und was ist das dann für Holly? Abenteuer. Der Spieler äußert sich zum Verstehen, zu Dingen, die zum Verstehen der Geschichte nötig sind. Schreibt detaillierte Ereignisse zum Spiel. Erzähl mir einen vom Pferde. Auch wenn es viel zu viel ist. Deutsche Untertitel, englischer Text, glaube ich. Noch zu Quebec, Kanada. Selbst das wusste ich nicht mal, dass das ein Kanada-Spiel. Auf geht's. I must take a moment today to thank the boldness of our government and our shareholders. William Hamilton built his venture on the ashes of the Second World War. The copper mine he envisioned was ransacking the First Nations' ancestral territories, drawing the wrath of the local people. It definitely took nerves of steel to stay the course, despite all this hostility. Before long, in the face of William Hamilton's cold and uncompromising stance, the petitions and peaceful protests turned into sabotage, vandalism, and other criminal acts. The industrialists' private properties also encountered the wrath of the demonstrations. Carl Faubert, a veteran of the Korean War, was hired from Montreal as a private detective to shed some light on this whole thing. But at the end of his long journey to northern Quebec, the detective did not only encounter property damage, he also came face to face with the corpse of William Hamilton. The strangeness only kept building throughout the investigation. A powerful, unseasonable blizzard hit the region. Bodies frozen in unbreakable ice appeared. The local fauna began to act strangely and aggressively. Okay. Carl Faubert began to doubt his own sanity. The detective felt the weight of a gaze, as if he were at the mercy of a powerful, feral creature waiting for the right moment to attack. Carl's fear was taking over, overpowering his reason. He was giving in to delirium. In that instant, he thought that the dark waters of the lake might shield him from the shapes that pursued him. From there, he had a renewed hope in civilization, or whatever was left of it. Okay, ich dachte, jetzt erzählt er die Geschichte vom ersten Teil nochmal oder so. Wir fahren Schiff. Ich will mich ein bisschen umgucken. Scharf und scharf. Ich mich schau. Carl knew that on one of these shores stood William Hamilton's lavish mansion. And there, the detective had hopes of finding a way out of the area. A phone, a truck, who knows? Under the luxurious paneling and damask carpets, he might be able to find answers to his questions. Verlassenes Boot. The
detective wondered about the floating debris. Had it drifted out from the shore? Or had it been abandoned there in the middle of nowhere? Gute Frage, wir sollten aber auf jeden Fall nichts mit nichts kollidieren. Er spricht Englisch, Untertitel. Kann R drücken, um noch mehr zuzuhören. Wenn es dann eingeblendet ist. Aber ich kann nicht mehr Gas geben. Ich kann nur noch links, rechts steuern. Weil links übrigens nicht eingeblendet wurde, nur D. Carl saw a boat in the distance, clearly piloted by one of his own. Had he finally made it to civilization? His hopes were immediately drowned out by the sound of gunshots. Time to flee again, and fast. Okay, fängt ja nicht schlecht, nicht gut an. Carl swam without a thought, yet each stroke was desperate. The icy water and his wounds made him feel weaker and weaker. He had to get to shore. Und wahrscheinlich nach oben, damit wir wieder atmen können. Na gut, dass das Eis hält. Kona 2, Brume. Bleeding and the hypothermia were tearing at Carl's poor body. When he finally saw a light in the distance, he was filled with a faint sense of hope. Could it be a refuge? Keine Ahnung, vielleicht sterben wir vorher. Wie gesagt, ich hatte das jetzt irgendwie als Walking-Simulator in Erinnerung. Eine spannende Geschichte drumherum. Aber nicht als Shooter, und deswegen nur bis schaffen. Irgendwie sind wir jetzt zur Tür gekommen. Jetzt stützen wir in der Wärme. Wir bedienen uns am Medikit. Ich kann drehen. Rücksetzen und schließen. Okay. Benutzen Sie schnell Inventar oder öffnen Sie das Inventarmenü, um Escape-Kästen zu benutzen. Okay, Maustaste ist jetzt links. Was Munition? Munition. Verrät den Fund deines Schlüssels. Richard, wir haben uns schon wieder verpasst. Ich habe das Geld unter der Tür durchgeschoben. Deponiere den Schlüssel, wenn die Lieferung abgeschlossen ist. Bitte im Pavillon an der üblichen Stelle. Ich bin für ein paar Stunden weg, aber wir sehen uns dann am Schachbrett. Mach dich schon mal darauf gefasst, dass ich deinen König auf den Hintern versohle. Nehme mir gleich an. Erstmal nehme ich das Unterliegerät. Nein, Taschenlampe. Quittung von Baumaterialien. Baumaterialien war es uns aber ein Pavillon. Okay. Nicht eine Knarre gesehen? Green. Das Geld ist weg.
Ich will mich erstmal hinlegen. Carl was convinced that he would not wake up if he went to sleep in this state. It was probably best to make a fire and take a look at his wounds. Da ist die Knarre. Feuer machen. Also brauche ich Holz. Das Holz durch? Nein. Oh, ein Werkzeugkasten. Ersatzteile 3. All Carl saw around him was a vast wasteland that would lead him to certain death. The cabin seemed to be his only refuge. Nee, ich habe je nach den Sledgehammer gesehen. Mit den nehmen. Ja. Quittung eines Schlüssels. Das Herz. Jetzt wisst ihr, was das Spiel von mir will. Das wäre geil. Irgendwie die Schraubenzieher da liegen. Materialien? Was ist da bei den Pavillon? Hier oben vielleicht was. Muss doch rausgehen, um Holz zu sammeln, oder? Nicht die Streichhölzer jetzt nicht. Ich finde das heute erstmal nicht, weil ich blöd bin. Es brennt einfach so. Ich kann speichern. Jo. Ja, jetzt kann ich schlafen. Dann finde ich morgen den Schlüssel vom Pavillon und dann bin ich immer noch etwas überrascht, wie das Spiel beginnt. Auf mich wird geschossen. Ich habe eigentlich die Aufgabe, irgendwas auszufinden, was detektivisch ist. Carl struggled to wake up. His makeshift bandages offered him little time. If he wanted to find the truth, he had to get to Hamilton Manor without delay. Okay, das Feuer brennt sicher ab. Ohne irgendeinen Delay. Jetzt hat sich nichts getan hier. Oh, doch. Ich habe ein Notizbuch. Von der Rückseite. The journal was the rock to hold on to in a rushing waterfall of memories. A tool Carl was happy to have back. Kamera, ja, daran erinnere ich mich auch. In die Schulter, noch nicht viel drin. Das, was vorher alles war.
Würde jetzt interessieren, ob das weitergeht mit der alten Geschichte oder ob das eine neue Geschichte ist. Mit neuen Typen, mit neuen Licht draußen. Als ich das ja eben erst aufgetan habe mit den beiden Sachen, habe ich Angst, dass ich hier noch was vergessen habe. Ein Werkzeug, was ich vielleicht brauche. Axt. Zum Beispiel. Und dann gehe ich raus in den... Carl left his refuge, knowing that he was headed to a more comfortable, but otherwise ominous place. Hamilton's mansion. Ja, aber erstmal habe ich Carl was forgetting that time was running out. He had to go to the manor if he wanted to find the answers to his questions. Und jeden Morgen darf ich nicht auf Klo gehen. Haben wir hier? Hier ist eine Pavillon. Die ganze Zeit? Gut. Da es sonst keinen Weg gibt, muss ich wohl durch die kalte Wüste vom Kanada und ich habe ein kurzärmliches Hemd an. In Erinnerung, dass die Natur aggressiv ist, deswegen gucke ich mich jetzt ein bisschen panischer um, bevor ich hier reingehe. Und wo es sitzt. Okay. Aber gut, dass hier in Kanada überall Munition rumliegt. Ich kann da nach oben. Na, wirklich nach oben. A majestic residence could be seen from afar. It overlooked the area like a fortress. Was it really the mansion? Carl could hardly believe he was already so close to his goal. Naja, close. Ich muss da außen rum wahrscheinlich. Und der Angeschossene hier hat sogar Beine. Hier komme ich nicht rein. Schön, dass ich den Baum so klicken kann. Ein offener Platz. Okay, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass ich im Wasser entlang gehe, aber irgendwie habe ich Bock, hier hinten reinzugucken. He knew that wolves do not attack people. Still, he had to be careful. Ja. Also ich renne jetzt nicht dem Wolf in die Arme. Ich habe gelernt, dass es hier viel Weg gibt, auf dem erstmal nichts ist. Größtenteils.
Bis es mich wieder hierher treibt. Ein bisschen Wärme geht flöten. Ich bin noch im Erkundungsmodus, weil erst im zweiten, dritten, vierten Durchlauf würde ich das hier speedrunnen. Ich lasse sogar Spuren hinter mir her. Nie sogar Spuren hinter mir her. Ich hinterlasse sogar Spuren, so heißt das Wort. Satz. The ice looked recent. Better not test it. Geh nicht auf das Eis, soll ist nicht geplant.